Ein weiterer Monat im Hause Codisa und Zen Ventures ist vorbei. Wir informieren euch über die aktuellen Vorkommnisse und zeigen euch wie immer ganz transparent, was Sache ist. Viel Spaß! So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ja, schon über 2 Monate ist es her, als Codisa und Zen Ventures live gegangen ist und die ersten operativen Fortschritte zu verzeichnen waren. Mitte Februar ging es bei Zen Ventures los und da gingen die ersten Investments an den Start. Auch Codisa hat in der Zwischenzeit schon das 2. Mal hintereinander an die Mitglieder Ausschüttungen vorgenommen. Es läuft alles momentan wie geplant und sehr gut und genau so, wie es soll. Heute gibt es für euch die wichtigsten Eckdaten zu beiden Projekten. Wer das Konzept an sich noch nicht kennt, denen verlinken wir die beiden Videos, einmal zu Codisa und dem Konzept und zum gleichen Zen Ventures Konzept. In den Videos wird noch mal ein bisschen genauer darauf eingegangen, was das Ziel von den Projekten ist und die Mechaniken dahinter. Eine kurze Bitte, bevor wir ins Video reinstarten: Wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, wenn euch die Inhalte, die kostenlosen Inhalte gefallen, dann leitet diese sehr gerne an andere Menschen weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch. Das hilft dabei, dass der Kanal besser wachsen kann. Mit dem gesagt, starten wir rein. So, fangen wir mal mit Codisa an. Die Ausschüttung für den Monat April, die lag bei 0,63 Ether. Wie ihr ja wisst, schütten wir Ether aus, also reale Renditen. Und das war zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos etwa 1.850 € nur für den Monat April. Die Gesamtausschüttungen der letzten beiden Monate, Codisa hat im März das erste Mal ausgeschüttet, sind 1,44 Ether, sodass wir in der Zwischenzeit über 4.200 € an unsere Mitglieder ausgeschüttet haben, ohne dass diese viel in Codisa investieren mussten. Wenn ihr ebenfalls an den Ausschüttungen von Codisa partizipieren wollt, dann guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung, da ist der dazu passende Anmeldelink. Es ist völlig kostenfrei und ihr bekommt die ersten 3 Monate, ohne dass ihr auch nur irgendeinen Finger rühren müsst, einen Anteil dieser Ausschüttungen gutgeschrieben. Ihr könnt es euch einfach mal angucken und wenn ihr dann längerfristig dabei bleiben wollt, dann ist euch das natürlich freigestellt. Wenn es euch nicht gefällt, hat es sich nach den 3 Monaten erledigt. Euch hat es nichts gekostet. Im Gegenteil, ihr habt sogar noch kostenlose Ether bekommen. Gehen wir zum zweiten Projekt über, Zen Ventures. Wie hat es da denn ausgeschaut? Wir haben in der Zwischenzeit eine NFT-Gesamtversorgung von 551 Stück. Das heißt, dass über 550 Codisa NFTs momentan schon existieren. Diese 551 Stück setzen sich zum einen zusammen aus den gekauften NFTs, aber auch aus den verschenkten NFTs durch zum Beispiel Kaufboni oder Empfehlungsboni, aber auch die geschenkten Codisa NFTs. Die Ausschüttung für den Monat April lag bei 8 €, was gemessen am Kapitaleinsatz einer monatlichen Rendite von 1,78% entspricht. Wenn wir uns die Gesamtausschüttung von den letzten 3 Monaten mal angucken, dann liegen wir hier bei insgesamt 30 €, was wiederum bezogen auf den Kapitaleinsatz 6% beträgt, sodass wir in den letzten 3 Monaten kontinuierlich 2% erwirtschaftet haben. Der aktuelle Poolwert liegt bei minus 17%, natürlich wegen den aktuellen Kursverlusten. Hieran seht ihr im Endeffekt auch, dass wir selbst solche Informationen mit euch teilen, die jetzt nicht sonderlich positiv sind, aber die einfach zum Konzept mit dazu gehören. Das ist also nichts Überraschendes, dass der aktuelle Poolwert momentan im Minus liegt. Warum? Weil wir in Kryptowährungen investiert sind und wir seit etwa 2 Monaten rückläufige Kurse haben. Diese Kursverluste werden sich aber wiederum ausgleichen und vielleicht auch noch ins Positive wandeln, sobald die Kurse auf dem Markt wieder anziehen. Auf einen potenziellen Einwand möchte ich kurz eingehen. Man könnte hier jetzt auf die Idee kommen, dass ja das Kapitalvermögen des Pools in den letzten paar Monaten gesunken ist. Das stimmt natürlich auch. Es ist aufgrund der Kursverluste gesunken. Es stellt sich allerdings die Frage, warum man denn trotzdem ausgeschüttet hat. Und die Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Denn die Menge an Assets, also zum Beispiel, wenn wir mit 20 Ether gestartet haben, die ist ja nicht weniger geworden. Wichtig ist, dass unser Grundvermögen, also unsere Anzahl an Kryptowährungen, die wir halten, nicht weniger werden.
Die Anzahl der Kryptowährungen wird im Laufe des Monats ja mehr, dadurch, dass wir Renditen durch verschiedene Strategien, mitunter zum Beispiel Liquidity Mining, erzielen. Somit wird der Bestand höher und nur der erhöhte Bestand, der im Monat durch diese Strategien erwirtschaftet wurde, der wird wiederum ausgeschüttet. Am Grundkapital wird nichts verändert. Das heißt, wir haben immer unser Grundkapital, das mit dem Markt mitschwankt und es natürlich dann nach oben oder nach unten geht. Und das ist eben die Erklärung dafür, dass wir nicht aus der Substanz heraus ausschütten, sondern immer nur die Renditen ausschütten, die über den Monat angefallen sind. Somit sind das alles reale Renditen. Zu guter Letzt lässt sich nur noch feststellen, dass alle beide Projekte, Codisa wie auch Zen Ventures, wie geplant und ohne Überraschungen laufen. In den nächsten Monaten wird auch die Codisa Akademie aufgebaut. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir den Mitgliedern und Investoren hier essentielles Grundlagenwissen gerade im Investmentbereich an die Hand geben können. Wir werden aber auch noch andere Bereiche des Lebens abdecken, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und so weiter und so fort. Wir stellen fest, dass die Gesamtausschüttungen bezogen auf das Gesamtkonstrukt Codisa und Zen Ventures organisch anwachsen, genauso wie wir es ursprünglich auch vorhaben. Man sieht, dass Substanz und Nachhaltigkeit nach und nach immer mehr erkennbar ist und dass euch hoffentlich das Vertrauen darin gibt, dass wir ein Projekt erschaffen haben, das langfristig erschaffen wurde, um zu bleiben. Wenn euch das ebenfalls anspricht, dieses nachhaltige Konzept, wie schon vorher einmal erwähnt, dann bekommt ihr den Link zu Codisa in der Videobeschreibung. Es ist völlig kostenlos, unverbindlich und ihr erhaltet noch mehr Informationen im Login-Bereich von Codisa zu den einzelnen Bausteinen des ganzen Projektes. Das soll es an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Nur ein kurzes Update-Video für euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video und ciao.